Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschlüsselschreiber. Unser Thema heute ist der Schnitt von Birnenbäumen. Wir stehen hier in einer Anlage mit 5 Jahre alten Pflanzen. Diese sind auf schwachwüchsigen Unterlagen veredelt, in diesem Fall Quittenunterlage, Quitte A, und diese wollen wir jetzt mit euch schneiden. So wie bei jeder Obstart gilt es nun zu wissen, wo die Bäume fruchten und die Eigenheiten der Obstart zu kennen. Bei Birnen ist in diesem Fall ganz besonders zu beachten, dass sie eine sehr ausgeprägte Spitzenförderung haben. Das bedeutet, dass das Wachstum eher schlank ist, vor allem im oberen Kronenbereich, und wenn hier mit dem Schnitt nicht entgegengewirkt ist, das Wachstum der Bäume immer weiter nach oben rutscht und sie unten mit der Zeit zu beginnen zu verkahlen. Die Blütenknospen, also jene Knospen, die später für die Fruchtbildung verantwortlich sind, befinden sich bei der Birne immer terminal. Terminal bedeutet an der Triebspitze. Wer also hohe Erträge erzielen möchte, sollte dafür sorgen, dass die Bäume sich mit vielen kurzen Triebenspießen garnieren, die dann am Ende an der Spitze immer Blütenknospen bilden. Um den natürlichen aufrechten Wuchs der Birne nun etwas entgegenzuwirken, kann man einen sogenannten Klickschnitt durchführen. Beim Klickschnitt werden hier die einjährigen Triebe auf ca. 4 bis 5 Knospen oder um 2/3 zurückgeschnitten. Diese Triebe, die man hier im unteren Baumdrittel sieht, sind auch schon durch diesen Klickschnitt entstanden. Hier wurde beispielsweise im Vorjahr geschnitten. Darunter haben sich 2 Blütenknospen, kurze Spieße mit Blütenknospen gebildet und ein etwas längerer Trieb, der einerseits für die Wundverheilung gesorgt hat, andererseits auch durch dieses Wachstum die Fruchtgröße fördert. Nun möchten wir auch diesen Klickschnitt mit euch an dem Baum hier durchführen. Dazu schneide ich, wie gesagt, immer auf in etwa 4 bis 5 Knospen oder in etwa 2/3 der Triebe weg. Leite hier einmal diesen Stummel auf einen nach außen gehenden Trieb ab. Entferne hier einmal einen Trieb komplett auf eine Blütenknospe und schneide diese ebenfalls wieder auf ca. 4 bis 5 Augen. Nachdem wir jetzt das untere Baumdrittel fertig geschnitten haben, gehen wir zu der Mitte des Baumes. Hier haben wir zum Beispiel einen kurzen Spieß, der gerade etwas verhungert. Wenn das der Fall ist, dass ich hier sehr wenig Wachstum habe, kann ich auch noch im mittleren Baumdrittel die Triebe klicken. Hier nehme ich einen sehr steilen Trieb auf einen leicht aufrecht stehenden flachen Trieb heraus und leite diesen ab. Entferne hier Holz, das in die Baummitte geht. Entferne hier auch wieder zu starke, steil stehende Triebe und arbeite mich so den Baum hoch. Natürlich mache ich die gleichen Schnitte auch auf der anderen Baumseite und entferne hier beispielsweise im Inneren des Baumes sehr starkes, aufrechtes Holz. Und nun können wir uns dem Wipfelschnitt widmen. Direkt am Stamm entfernen wir jetzt noch Konkurrenztriebe. Dazu entfernen wir hier die starken aufrechten Triebe bzw. leiten auch wieder auf das etwas flachere Holz ab. Grundsätzlich müsste man diese Bäume hier jetzt in der Höhe noch nicht begrenzen. Gerade im obersten Baumdrittel haben wir auch viele kurze Spieße, viele Blütenknospen. Da Birnen aber sehr schwere Früchte sind und hier die Mitte schon sich etwas zur Seite neigt aufgrund der Erträge in den letzten Jahren, entscheiden wir uns trotzdem, die Mitte etwas einzukürzen. Dazu schneide ich jetzt hier auf den aufrechtesten Trieb und entferne direkt darunter die beiden anderen Konkurrenztriebe. Die anderen Triebe hier im obersten Baumdrittel kann man in diesem Fall problemlos belassen. Diese dienen dazu, damit sich der Baum auch wieder beruhigt. Zu starker Schnitt regt auch wieder zu starkes Wachstum anschließend an. Hier belassen wir diese Triebe, die werden dieses Jahr Früchte tragen und dafür sorgen, dass der Baum hier nicht mit übermäßigem Wachstum reagiert. Nachdem wir jetzt hier Bäume auf schwachwüchsigen Unterlagen geschnitten haben, gehen wir jetzt auch noch zu Bäumen auf stärkerwüchsigen Sämlingsunterlagen und schauen uns an, wie man bei diesen am besten schneidet. Nun stehen wir hier vor einem Baum, der auf einer Sämlingsunterlage veredelt worden ist. Sämlinge haben die Eigenschaft, dass sie zu sehr starkwüchsigen Bäumen neigen und genau das ist jetzt hier der Fall.
Wir sehen, dass dieser Baum in den letzten Jahren doch deutlich stärker als der vorige gewachsen ist. Wir haben bedeutend mehr steile, auch dickere Triebe, sowohl im unteren als auch im oberen Kronenbereich. Bei Bäumen, die so stark wachsen, empfehlen wir nun ganz klar, nicht zu klicken, um nicht noch weiteres Wachstum anzuregen. Bei diesen Bäumen reagiert man jetzt damit, dass man diese steilen Triebe zur Gänze herausnimmt oder auf Blütenknospen schneidet und auf flaches, schwacheres Holz ableitet, das mehr Früchte trägt. Und wie man diesen Schnitt jetzt durchführt, möchten wir jetzt euch auch noch zeigen. Ich schneide hier die steilen Triebe heraus, belasse das flache Holz, schneide auch hier auf Holz, das mehr Blütenknospen trägt. Probiere dadurch, dass mehr Licht ins Bauminnere kommt und kann jetzt so nach diesem Schema den Baum nach oben schneiden. Wenn man jetzt hier diese steilen Triebe alle entfernt, ist eine ganz normale Reaktion des Baumes, dass dieser danach auch mit Wasserschossen nachtreibt. Diese Wasserschosse entfernt man dann am besten gleich nachdem sie entstanden sind, Anfang Mai, indem man sie herausreißt und gar nicht schneidet. Dazu haben wir aber auch schon ein eigenes Video gedreht, das wir auch an dieser Stelle verlinken. Hätte man bei diesem starkwüchsigen Baum schon die Wasserschosse, wie beispielsweise hier, schon im Mai diesen Jahres herausgerissen, dann wäre dieser Baum jetzt schon im Winter deutlich weniger Arbeit, wäre jetzt schon fruchtbarer und ertragreicher. Natürlich gehört dieser Baum jetzt noch nach dem Schema, das wir gerade besprochen haben, fertig geschnitten. Grundsätzlich gelten die gleichen Wuchsgesetze wie für alle anderen Obstarten. Wir verabschieden uns für heute mit diesem Video aus dem sehr kalten Pohlsdorf und hoffen euch wieder damit geholfen zu haben.